Ja, hallo, herzlich willkommen bei 1000 Best TV. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von How to Ride a Motorcycle, Motorradfahren lernen. Dieses Mal geht es um die Straße. Die Straße mehr als ein Stück Asphalt, Gefälle, Wölbung und Neigung richtig nutzen. Wie man das macht, schauen wir uns in diesem Video an. Ja, so Spurenleser und Fährtenleser, das waren früher mal in der Prärie ganz wichtige Teammitglieder einer Gruppe fürs Überleben in der rauen Wildnis. Ich muss aber sagen, dass so Spurenleser und Fährtenleser, oder besser gesagt Asphaltleser, in so einer typischen Motorradklicke auch ganz wichtige Teammitglieder sein könnten. Weil da draußen gibt es ganz viele Kurven, die Angst und Schrecken verbreiten, schwierig zu fahren sind und die Leute wissen eigentlich oft gar nicht, wieso das so ist. Möglicherweise liegt es daran, dass eben eine Kurve oder ein Stück Asphalt aus mehr besteht als nur einem Stück Asphalt. Es besteht aus einer Neigung, es besteht aus einer Wölbung, es besteht aus einem Gefälle oder einer Steigung. Und das alles macht so eine Kurve oder ein Asphaltstück zu einem wahnsinnig komplexen Stück Motorraduntergrund, was das für physikalische Auswirkungen hat. Wie ihr damit umgehen könnt, das schauen wir uns in dem Video an. Ja, und in dem Video kommen wirklich einige faszinierende Motorradtechnik-Experten und Motorradfahrtechnik-Experten zu Wort. Zieht sich die ganzen Interviews mit rein bis zum Schluss. Postet dann gerne am Schluss unten drunter eure Meinung dazu. Aber bleibt dran, ist wirklich eine faszinierende, vielfältige Geschichte dieses Video. Na, das ist natürlich nicht nur eine graue Fläche. Das, was ich immer schaue, ob das glänzt. Wenn das glänzt, ist das für mich meistens ein Zeichen, ui, das könnte rutschig sein. Das könnte ein bisschen glatt sein, das könnte rutschig sein. Was mir natürlich auch auffällt, ist, wenn sich die Farbe des Belags ändert, da bin ich dann auch immer ganz alerted, dass man denkt, na, was tut sich da jetzt? Verliere ich da Grip, gewinne ich da Grip? Das schauen wir an. Und was natürlich ganz wichtig ist, sind so Spurrillen. Spurrillen sind meiner Meinung nach was ganz Wichtiges. Da kommt es nämlich irrsinnig darauf an, wo du dann fährst. Fährst du jetzt innerhalb der Spurrille, dann kannst du das quasi nutzen wie so ein Anleger. Dann kannst du wirklich flott fahren. Nur wenn du darüber hinauskommst und du bist oben auf der Kante von dieser Spurrille, dann bist du quasi schon, wenn du ein bisschen zu weit bist, bist du im negativen Bereich und fährst im Endeffekt eine extrem hängende Kurve. Also da liegst du relativ schnell auf der Pappen. Und auf was ich halt auch noch wahnsinnig Acht gebe, weil ich weiß, dass das auch dann im Ernstfall wirklich hakelig ist, ich horche immer, ob ich so kleine Kieselsteine im Kotflügel herfahren. Und wenn ich so kleine Kiesel, wenn das hörst du wirklich gut, dann sagt tack, tack. Und wenn das hörst, dann weiß ich, okay, da ist ein bisschen ein Kies unterwegs, da ist die Straße nicht wahnsinnig gut, du hast jetzt aufpassen auf die nächsten Kilometer. So, und generell, wenn ich andruck, dann sicher nicht beim ersten Mal, sondern da fahre ich einmal auf. Unter Umständen steige ich sogar einmal ab und versuche so mit dem Fuß den Reibwert zu ermitteln, ob das jetzt ein guter Asphalt ist oder eher sehr rutschig. Also wenn man das mit dem Fuß macht, kriegt man eigentlich ein relativ gutes Gefühl dafür. Und wenn ich dann schneller fahren will, dann fahre ich das noch einmal. Dunkler Asphalt ist in der Regel relativ griffig, nicht? Und wenn du auf den Bergstraßen oft einmal die weißen Sturner für die Augen siehst, nachher weißt du genau, da tragst du nicht so viel. Da musst du entsprechend vorsichtig sein, fertig. Die Beimengungen, was eben der Asphalt ist, Bitumen gemischt wird, im Balkangebiet runter, Süden Europa bis Griechenland, ist eher Kalkstein, der ist nicht so hart und widerstandsfähig und weil sie eben nichts anderes haben, wird der im Straßenbau genauso mitverwendet und eingebaut, aber hat den Nachteil, dass der Schwerverkehr den glatt treibt, weil einfach die mechanische Widerstandsfähigkeit von einem Kalkstein nicht so groß ist, dass die Reifen, der ständige Druck von den Reifen, die Scherkräfte beim Kurvenfahren von den Zwillingsreifen von den LKW, den glatt treiben können. Dann der nächste Nachteil ist, durch dieses Abreiben von diesem Kalkstein entsteht der Kalkstaub, der in die restlichen Asphaltritzen liegen bleibt. Und wenn das nass wird, Kalkstaub nass ist wie Schmierseife. Dann haben wir umgekehrt im westlicheren Bereich von Italien, also mit Beispiel Sardinien oder herum Frankreich, das Korsika. Das sind die Inseln aus erloschenen Vulkane, Sardinien, glaube ich, 5 oder 7 Vulkane. Der Stromboli unten ist jetzt wieder sehr aktiv, da bei Sizilien, aber die
Vulkaninseln haben Basalt. Das ist härter wie Granit. Das ist einer der widerstandsfähigsten Gesteinsorten. Haben ein Steinbruch, wird rausgesprengt, aufgemahlen mit Steinbrechmühlen in diese Konsistenz, wie sie es brauchen. Und wenn da aus dem Asphalt irgendwo ein Basaltspitzel raussteht, das steht 20 Jahre später auch noch raus. Und da kann sich der Reifen super verzonen. Gerade in Südtirol ist mir jetzt wieder aufgefallen, da gibt es dann wieder den roten, der sehr gut greift, da gibt es einen grauen, der eher rutschig ist, dann haben wir einen grauen, der rau ist. Jetzt haben wir einen schwarzen gehabt, der wieder eher ziemlich glatt ist, frischer. Ich würde sagen, dass prinzipiell für den nicht so routinierten Motorradfahrer der goldene Mittelweg darin liegt, gar nicht in die Situation zu kommen, dass man merkt, welcher dann rutscht beim Beschleunigen man jetzt. Weil da kommt doch eine grobe Portion an Schräglage dazu normal und ein sehr frühes, starkes Gas geben. Der Routinier, für den ist das wurscht. Der erschrickt ja nicht, wenn es einmal ein bisschen hinten zuckt oder rutscht oder wie auch immer. Wir versuchen den Leuten schon ein Gefühl für den Asphalt mitzugeben. Wir haben auch hier im Fahrtechnikzentrum unterschiedliche Asphaltarten. Bestes Beispiel ist hier im Zweiradzentrum haben wir einen extrem griffigen Asphalt. Laborbedingungen, ideal für Schräglage und so weiter. Wir haben aber auch Fahrabschnitte hier im Zentrum, wo wir sehr alten Asphalt haben und abgefahrenen Asphalt von den Autos. Und das kann man mit viel Übung sehr wohl erkennen. Das heißt, ich kann erkennen, ist der Straßenbelag alt oder ist er neu. Das ist einmal die wesentliche Sache. Aber davon kann ich schon mal ableiten, dass der Grip eher besser oder eher schwächer ist. Speziell, wenn dann Nässe noch dazu kommt. Alter Asphalt, könnte man sagen, ist meistens hell. Je heller der Asphalt ist, umso eher kann ich annehmen, dass der alt ist. Problematisch wird es dann aber erst in Bergstraßen, Voralpengebiet, Wienerwald, wenn sich diese Asphaltarten sehr stark vermischen. Das heißt, an sich ein alter Asphalt, aber mit sehr viel ausgebesserten Stellen zwischendurch. Das kann man sich vorstellen, wenn man in so einer Situation eine Vollbremsung machen muss, was das auch für eine Herausforderung für die Technik ist. Wenn da ein Stück sehr griffiges Asphalt ist, weil es dort ausgebessert wurde, dann wieder ein glatter Asphalt und so weiter. Hier kann man sogar bei Bremstests Qualitätsunterschiede bei den verschiedenen ABS-Systemen erkennen. Man kann, ich habe früher auch immer so Probebremsungen gemacht, kurz einmal auf die Vorderbremse hingreifen und wenn es sofort blockiert, natürlich blitzartig wieder öffnen, weiß man, hoppala, da ist rutschig. Das ist heutzutage einfacher, weil es ja ABS gibt, aber man kann solche Tests machen, indem man da auf so ein Stück Asphalt kurz einmal mit der Hinterradbremse voll reinsteigt. Wenn das früh zu regeln beginnt, ist der Asphalt rutschig. Wenn das spät regelt, ist es eher griffig. Wenn man das öfters einmal macht, so einen Test, kriegt man ein Gefühl dafür. Also dort gibt es Unterschiede. Wenn man einen sehr, sehr glatten Asphalt hat, wird durch die dort ist keine Mikrorauigkeit gegeben. Das heißt, die Hysterese von so einer Gummimischung wird nicht angeregt. Um dort entgegenzuwirken, müsste man eigentlich einen sehr, sehr, sehr weichen Reifen bauen, der dann die letzte Mikrorauigkeit aus dem Asphalt noch rausholt. Dort ist man dann bei einem Racetec 2 Soft, aber das ist ja nicht das Einsatzgebiet. Der ist sofort runter. Der andere Punkt, um dort Grip zu generieren, ist, der Reifen muss wieder auf Temperatur sein. Also einfach einen Compound, der sehr, sehr einen großen Temperaturbereich abdeckt. Und dort sind wir wieder bei Sporttourenreifen. Jeder Kreisverkehr hat negative Steilkurven. Die lernen immer ein paar Grad nach außen, weil sonst wäre das Reinfahren über Kanten in das Innenoval. Und da nebenbei noch die Kreisverkehrgrößen, Radien sind so klein, dass wieder, wenn die LKW fahren, gerade auch bei uns trotzdem ein Kreisverkehr oder Mitteleuropa, jetzt bei uns meine ich gesamt Mitteleuropa, Deutschland, Tschechien und Schweiz genauso, Oberitalien, dass da die Kreisverkehre teilweise auch trotzdem durch diese kurzen, ständigen, gleichen Spuren, was die LKW fahren, auch glatt gerieben wird. Und es gibt immer wieder, ich höre es auch von Bekannten aus verschiedensten Bereichen oder ich kriege sogar E-Mails, ich bin dort und dort gelegen, nachher, Kreisverkehr. Es gibt Kreisverkehre, die wirklich deutlich nach außen lernen
Und wenn ich jetzt senkrecht fahre, habe ich ja schon eine leichte Schräg, also übertrieben gesagt, Kreisverkehr und du fährst senkrecht. Es gibt auch bombierte Straßen wegen Wasserabrinnen. Und dann fährst du auch gerade, dann fährst du auf einer leichten Schräge. Und wenn jetzt aber eine Kurven kommt und diese Bombierung beibehalten wird, fährst du auf einer nach außen Schräge. Oder was genauso gefährlich sein kann, es gibt ja viele Straßen, wo über den Schwerverkehr diese Spurrillen entstehen. Die Spurrillen ist ja eine kleine Wanne. Und die kann man oft positionsmäßig nicht so. Der Idealfall wäre in einer Rechtskurve auf der Seite von der Wanne fahren, auf der Steilkurve. Und wenn du da reinfährst und wegrutschst, kannst du trotzdem mal einen Sturz haben. Well, you're riding on a road, and you come around a corner, and the road is cambered like this, right? For rainwater runoff, many roads are. They're higher in the middle and lower on the outside, right? And you come around a corner, maybe the road is most of it's been very flat, and then you come around a corner, and there's some dirt on the road, right? And it's an off-camber section. That's going to be a different situation for traction than if you were on a flat road or a positive camber road. Sie trauen sich wahrscheinlich auch nicht. Erkennen würden sie es vielleicht schon. Hinterher, wenn man dann oben mit ihnen spricht, gerade eben Silvretta habe ich den Fall öfters, dass man dann oben steht und sagt, ja, schön, dass die Kurven ein bisschen raushängen, herrlich zum Fahren, da kann man schön reinlegen. Ja. Todsicheres Signal, dass er es wahrscheinlich gar nicht mitgekriegt hat, weil er dermaßen mit einer Straße, die er nicht kannte, mit der Kurvenführung und mit allem eigentlich gefordert war. Wenn man Wellen hat oder Rillen hat entlang der Fahrtrichtung. Das kann sich, ich glaube, die Crosser und die Endurofahrer, die können sich da sehr gute Vorstellungen machen. Da versucht man nämlich genau solche Wölbungen. Auf der Straße hat man das oft, wenn man Fahrrillen hat zum Beispiel, ausgefahrene Stellen, die halt durch viel befahrene Straßen dann automatisch entstehen, dass man in dem Fall, wenn das in eine Kurve dann mündet, nicht auf der abfallenden Stelle fahren sollte, sondern eher auf der ansteigenden. Also so wie die Endurofahrer gerne die Anlieger verwenden, eben wo man quasi dann die Schräglage reduziert bekommt, weil der Untergrund sich quasi unterhalb aufwölbt, kann man natürlich deutlich mehr Grip und sicherer unterwegs sein. Also wenn ich auf der abfallenden Seite, wenn ich jetzt quasi eine Linkskurve fahre und ich auf der Schräglage bin, wo die Rille beginnt sozusagen, mich bewege, dann rutscht es natürlich früher weg. Also wenn ich einen halben Meter weiter drüber fahre, wo diese Spurrille wieder ansteigt und quasi auf den Anlieger der Spurrille fahre. Das sind so Sachen, wo man sich da auf jeden Fall helfen kann. Immer wenn ich über eine Bodenwelle drüber fahre, habe ich maximale Anpressdruck, aber danach springt er quasi weg. Ja, also es ist nicht so, dass er komplett abhebt, kann auch passieren, wenn es extrem stark wird, aber normal ist das Fahrwerk da, um das Ganze ein bisschen auszubügeln. Und da habe ich dann solche Belastungsspitzen, die man natürlich die Schräglage dann auch, die maximal mögliche Schräglage etwas reduziert. Ja, weil wenn ich da bei einem ebenen Belag an die Grenze gehe und fahre dann automatisch in so Bodenwellensektionen rein, dann reduziert man das die maximal mögliche Schräglage enorm, weil ich kurze Belastungsspitzen drin habe. Und diese Belastungsspitzen dafür sorgen, dass der Reifen dann schon wegrutschen würde. Ja, ich hoffe, ihr habt jetzt eure Sensibilität ein bisschen wecken können. Also ihr setzt da vielleicht die Kurven ein bisschen genauer inspiziert, die euch da so ein bisschen Kopfzerbrechen immer wieder mal machen. Und vielleicht habt ihr ein Beispiel aus der Praxis. Postet uns die doch bitte unten drunter. Die Kurve, die euch immer so ein bisschen wurmt, die euch nie gut gelingt. Und postet auch unten drunter, warum ist die Kurve so schwer? Was hat die für eine Beschaffenheit? Was hat es da mit dem Asphalt? Was hat es da mit den Gegebenheiten vor Ort? Postet doch ein paar geile Beispiele unten drunter. Vielleicht können wir euch ja auch gleich gegenseitig da ein bisschen Unterstützung anbieten, wie man die Kurve besser meistern könnte. Machen wir dieses Video noch wertvoller. Danke fürs Mitmachen. Wir sehen uns hoffentlich bei der nächsten Folge. Alle Folgen übrigens unten drunter in der Playlist mit drinnen. 20 Folgen von How to Ride a Motorcycle für euch.